Ja, ich glaube, jetzt ist es gleich 8:55 und die Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist jetzt auch über 150. Das freut mich natürlich sehr. Nutze ich nochmal die Gelegenheit, nochmal alle Kolleginnen und Kollegen, alle Interessierten herzlich willkommen zu heißen zu diesem Panel 1 und damit eben die Konferenz nach der Keynote gestern und der Begrüßung auch nochmal eröffnen zu dürfen mit einem Panel, was ich für besonders wichtig erachte als Eröffnungspanel, in dem es um Bilder, Visualität, verschiedene Umgangsformen mit Visualität geht, sowie um räumlich-diskursive Praktiken. Jetzt schon mal, ich werde die beiden aber auch noch mal vorstellen. Ganz herzlichen Dank an Cornelia Siebeck und Habbo Knoch, die in diesem ersten Panel Zugänge und Diskurse referieren werden. Ich darf Sie gleich darauf aufmerksam machen, dass wir eine kleine Modifikation vorgenommen haben, nämlich Cornelia Siebeck wird beginnen und Habbo Knoch wird daran anschließen. Ich darf Ihnen und euch auch jetzt schon sagen, dass wir das so gestalten werden, dass Nachfragen, also konkrete inhaltliche Nachfragen an Cornelia Siebeck gleichgestellt werden können nach ihren Ausführungen, aber bitte Diskussionsbeiträge, Meinungsaustausch bitte erst erfolgen soll, wenn beide Referenten bzw. Referentinnen ihre Ausführungen beendet haben. Ich sage auch gleich, es gibt zwei Formen der Partizipation, zunächst mal oder der Diskussion. Das eine sind die Chatbeiträge, die Sie schreiben können und ihr schreiben könnt, und die werde ich dann verlesen, sodass die beiden Referenten, Referentinnen dazu Stellung nehmen können. Es wird aber auch möglich sein, da bitte ich um Handzeichen. Sie kennen ja das Zoom-Symbol für Handzeichen. Es wird aber auch möglich sein, direkt sich zu Wort zu melden. Dann werde ich so gut als möglich versuchen, diese Wortbeiträge tatsächlich dann auch zu moderieren. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem Gesamtzuschnitt der Konferenz, weil ich denke, beide Bereiche, sage ich jetzt mal, sowohl das räumlich-diskursive als auch die Visualität spielen für den Gesamtzuschnitt der Konferenz eine große Rolle. Deshalb bin ich besonders froh über diese beiden Impulse, die wir heute erhalten. Sie sehen es im Programm, es geht weiter nach unserem Panel mit Lager und Gesellschaft, also im Prinzip historische Räume im topografischen Sinn und vor allem mit dem Blick auf deren gesellschaftliches Umfeld, auf die historischen Konzentrationslager, also das Frank Baillot und Detlef Garbe leiten werden. Und dann heute Nachmittag im Bereich der Digitalisierung tatsächlich ja um virtuelle Räume und um Strategien des Zeigens in diesen virtuellen Räumen. Das sind natürlich Themen, die die Pandemie oder deren Bedeutung die Pandemie jetzt nochmal besonders nachdrücklich hervorgehoben hat. Das wird geleitet, dieser Workshop, von Thomas Lutz, Maren Jung und Ulrich Prehn. Ich erwähne die Moderatorinnen und Moderatoren jetzt nur, weil sie nicht nochmal gesondert vorgestellt werden, will aber gleich darauf verweisen, nochmal, die Biografien sind auf der Homepage Geschichte-Erinnerung-kl.de auch alle abrufbar. Am Donnerstag, also morgen, geht es dann tatsächlich um Gewalträume im historischen Sinn und auch um sexualisierte Gewalt in diesen Räumen. Also auch da spielt die räumliche Dimension eine große Rolle. Moderieren werden Stefanie Schüler-Sprengorum, Elizabeth Harvey und Dieter Pohl sowie Jens Christian Wagner. Und dann werden wir ab morgen Nachmittag über Räume der Erinnerung sprechen und eben auch über den Wandel solcher Räume und die politische Dimension, die in diesen Räumen eine Rolle spielt. Und natürlich werden dabei Fragen auch immer der Visualisierung von Geschichte eine entscheidende Rolle spielen. Da moderieren Insa Eschebach, Andrea Gennist, Nikolaus Wachsmann und Olli von Wrochem. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle Moderatorinnen und Moderatoren und selbstverständlich auch nochmal, wie es gestern ja auch schon zur Sprache gekommen ist, an das gesamte Team, das uns unterstützt, uns Moderatorinnen und Moderatoren und die, das darf ich vielleicht sagen, auch wenn ich Mitorganisator bin, die diese Konferenz wirklich ganz hervorragend organisiert haben, gerade unter den nicht leichten Bedingungen einer Pandemie mit vielen Verschiebungen, vielen Notwendigkeiten der Umorganisation. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Lassen Sie mich vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Überlegungen anstellen zu diesen beiden Kategorien.
Überlegungen, die mir besonders wichtig erscheinen. Die beiden Referenten oder die Referentin werden mir widersprechen in ihren Ausführungen, wenn sie mit meiner Betonung nicht mitgehen oder ganz andere Zugänge wählen. Zunächst zu der Kategorie des Raumes, der durch Cornelia aufgegriffen werden wird mit ihrem Vortrag Objektivierung einer unbewältigten Vergangenheit, räumlich-diskursive Praktiken der bundesrepublikanischen Gedenkstättenbewegung. Ich habe es mehrfach betont, dass ich diese räumliche Dimension als Kategorie für die Analyse der Gedenkstättenarbeit wirklich für eminent wichtig erachte. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber Sie wissen vielleicht, dass Soziologinnen und Soziologen wie etwa Martina Löw und Michel Foucault mit sozialen Räumen ja schon seit langem intensiv auseinandergesetzt haben, also auch mit der Frage, wie soziale Räume eben auch soziale Interaktion beeinflussen und damit eben auch das, was in Gedenkstätten stattfindet, an Diskurs damit zusammenhängt. Nur hier kann ich einige Stichpunkte nur erwähnen, bezogen auf Gedenkstätten, also etwa die Frage, wie in einem sozialen Raum Bauwerke, also Materialität, symbolisch erheblich aufgeladene Relikte, dazu können Bauwerke gehören, dazu gehören aber auch der Häftlingsdrillich gehören, wie solche Symboliken, solche Platzierungen im Raum, das sind ja bauliche Relikte, auch Verhalten und Kommunikation beeinflussen können. Um nur ein weiteres Beispiel zu geben, denken Sie an Grabsteine, Gedenkstätten sind ja auch internationale Friedhöfe. Das sind ja alles Parameter, die diesen sozialen Raum determinieren auf der einen Seite und auch die Diskursivität ganz erheblich beeinflussen, ja? Und auch immer dazu führen, dass Räume ja immer wieder auch neu entstehen durch Interaktion derjenigen, die sich in diesem Raum befinden. Ich habe die Dimension der Materialität schon angesprochen. Auch das scheint mir besonders wichtig zu sein. Wir gehen mit Materialität um in solchen Räumen und wenn wir von Gedenkstättenarbeit und Geschichtsanalyse sprechen, bei den historischen Tatorten, der Sprachwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht hat die Wirkung von Dingen und damit von Materialität mal so bezeichnet, das sei eine Wirkung diesseits der Hermeneutik. Was er damit meint, ist, dass sie kognitiven Zugängen nicht zugänglich ist, ne? Dass wir diese Dingwirkung kognitiv gar nicht fassbar kriegen, sondern dass es auf ganz anderen Ebenen wirkt, was da passiert. Ich denke, und damit schließe ich dann auch schon, was diesen Raum angeht, der soziale Raum Gedenkstätte und der soziale Raum Gedenkstätte verweist damit eben auch auf zahlreiche Paradoxien und Aporien, wie es auch in der Literatur häufig bezeichnet worden ist. Wir wollen zur kritischen Reflexion von Geschichte anregen. Das ist ja das, was auch Volkert Knigge immer so hervorgehoben hat, lösen aber wohl durch auch diese Wirkung von Materialität eben viele Prozesse aus, die sich kognitiv gar nicht fassen lassen. Wir wollen zur Interpretation auffordern, zum Diskurs in diesen Räumen Gedenkstätten, haben aber gleichzeitig einen ganz klar normativen Anspruch, weil wir eben nicht jede Interpretation zulassen wollen und können. Wir betonen die Zeitabhängigkeit von Deutungen. Zeitschichten spielen ja eine ganz große Rolle. Zumindest die Formulierung nie wieder zielt ja aber gleichzeitig auf die zeitliche Unbegrenztheit von Aussagen etc. etc. Also was ist ein Raumgedenkstätte und wie verhalten sich diskursive Praktiken darin? Wie verändern sich diskursive Praktiken? Und welche Rolle spielt welcher Akteur oder welche Akteurin in solchen Räumen? Das finde ich eine ganz, ganz zentrale Frage. Harburg Knoch wird anschließen mit einem Vortrag jenseits des Bildverbots, die Holocaust-Erinnerung nach dem Ende der Unsichtbarkeit. Auch das halte ich für ein ganz zentrales Thema, nämlich die Frage, wie wir mit Bildern umgegangen sind, wie wir weiterhin mit Bildern umgehen und wie sich dieser Umgang mit Bildern verändert. Ich glaube, das ist unmittelbar einleuchtend, weil wir ja auch in Gedenkstätten in unseren Ausstellungen eben ganz massiv mit der Visualität operieren, mit dem Zeigen von Bildern. Und diejenigen von uns in der Praxis wissen auch, wie sich schon mit Blick auf Ausstellungen in Gedenkstätten auch der Umgang mit Bildern verändert hat und nach wie vor verändert. Ich möchte daran anschließend eben nur 2, 3
grundsätzliche Fragestellungen oder Merkmale ganz besonders betonen, die mir besonders wichtig zu sein scheinen. Einmal auf ganz grundsätzlicher Ebene scheint es mir schon nochmal besonders wichtig hervorzuheben, dass alleine, wenn man sich die Zahlen der Besucherinnen und Besucher in Gedenkstätten und in Ausstellungen ansieht, das dürften 20, 25 Millionen sein pro Jahr, zumindest vor Corona, die NS-Dokumentationszentren oder Gedenkstätten besuchen, plus alle diejenigen, die in den virtuellen Räumen bewegte Bilder oder im Fernsehen oder wo auch immer Geschichte rezipieren, eben durch Bild. Dann scheint es mir doch auffällig zu sein, dass obwohl viel mehr Menschen Geschichte sehen und zeigen, wiederum diejenigen, die es konzeptionell machen, dass es viel mehr sind, als die Geschichte schreiben und lesen. Und ich meine doch, dass wir konzeptionell und theoretisch konzeptionell immer noch bei diesem Geschichte zeigen und sehen deutlich zurückbleiben hinter dem, was es schon an ausdifferenzierten Theorien gibt zum Geschichte schreiben und lesen. Also insofern finde ich das ohnehin wichtig, sich mit Zeigen von Geschichte und Bildwirkung und auch Veränderungen deutlich intensiver auseinanderzusetzen. Ein zweiter Aspekt liegt, glaube ich, auf der Hand. Die meisten von uns kennen ihn. Sie wissen, wie sehr Holocaust-Icons, sogenannte Holocaust-Icons, mittlerweile auch Wahrnehmungen prägen. Wir zumindest, und ich glaube, das können wir nicht nur hier in der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten sagen, sondern das kann man ja verallgemeinern, haben damit eben auch mit Tendenzen der Entkontextualisierung zu tun. Um nur 2 Beispiele zu nennen. Mittlerweile ist es ja quasi Common Sense, dass die Opfer alle in Viehwaggons in die Konzentrations- und Vernichtungslager transportiert worden wären. Das ist einfach historisch falsch. Das waren meistens Personenzüge, aber es zeigt eben natürlich, weil man sich diese Schreckenskontexte viel besser in einem Viehwaggon vorstellen kann, dass so eine Wirkungsmacht eben tatsächlich von historischen Kontexten sich wegbewegen kann. Ein, wie ich finde, noch prägnanteres Beispiel, darauf hat Frank Bajor aufmerksam gemacht. Ich glaube, 2012 war es mal in einer anerkannten großen deutschen Tageszeitung, war davon die Rede, dass es ja unstrittig sei, dass die meisten Jüdinnen und Juden in Lagern im Zuge des Holocaust umgebracht worden seien. Das ist natürlich einfach historisch falsch, weil die meisten Jüdinnen und Juden eben auf Wäldern und Wiesen irgendwo in Waldnähe oder direkt im Wald einfach erschossen worden sind, aber so zumindest eine mögliche oder eine Interpretation, weil es dort eben keine baulichen Manifestationen gibt, weil das in der Bildgebung gar nicht eingefangen wird oder nur sehr selten eingefangen wird, findet es dann eben auch tatsächlich historisch nicht statt oder es wird übersehen, weil die großen Holocaust-Icons eben Wachtürme, Stacheldraht, Eingangstore, Arbeit macht frei, etc. sind. Also ich freue mich sehr über die beiden Impulse. Ich fange in der Reihenfolge an und sage noch mal ganz kurz was zu den beiden Vortragenden. Aber wie gesagt, Sie finden die Informationen auch auf unserer Homepage. Cornelia Siebeck ist Historikerin, forscht und publiziert, so schreibt sie selbst, zu erinnerungskulturellen und geschichtspolitischen Themen sowie zu Problemen der historisch-politischen Bildung. Sie, das liegt nahe bei ihrem Impuls, beschäftigt sich vor allem mit der Repräsentation von Vergangenheit im öffentlichen Raum und ist momentan in Hamburg in der Gedenkstätte Neuengamme beschäftigt. Es liegen ganz viele Publikationen von ihr vor. Ich werde nur eine erwähnen, weil das thematisch, finde ich, auch besonders gut passt. Zum Beispiel bei einem sehr wichtigen Handbuch, wenn man so will, Gedenkstättenpädagogik, Kontext, Theorie und Praxis der Bildungsarbeit zu NS-Verbrechen, ist der einleitende Aufsatz eben von Cornelia über 50 Jahre Arbeiten der NS-Gedenkstätten in der Bundesrepublik vom gegenkulturellen Projekt zur staatlichen Gedenkstättenkonzeption. Und wie weiter? Fragezeichen. Bei Harburg Knoch liegt es nahe, auf seine Dissertation zu verweisen, die Tat als Bild, eine wegweisende Studie zu dem Umgang mit Bildern und auch dem sich wandelnden Umgang. Und Habbo, wenn ich das richtig sehe, ist ja quasi sind deine Ausführungen ja im Prinzip auch eine konsequente Weiterführung. Ich meine, in deiner Diss liegt zumindest ein wesentlicher Schwerpunkt auf den 1950er und 1960er Jahren. Und dein Vortrag heute wird ja die Zeit danach umfassen oder zumindest einen Schwerpunkt darauf liegen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich übergebe das Wort an Cornelia Siebeck.
Gut, dann bedanke ich mich auch erstmal ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu dürfen, wenn auch leider nicht im persönlichen Austausch, sondern live aus meinem Wohnzimmer in Hamburg. Ich kann vieles teilen, was Axel Drekoll zur Bedeutung und sogar eminenten Bedeutung von Räumen und Orten in der Erinnerungsarbeit schon aufgemacht hat. Allerdings werde ich das jetzt nicht so sehr auf der Ebene einzelner Gedenkstätten behandeln, sondern eher auf dieser Ebene einer Gedenkstättenlandschaft. Denn ich möchte im Folgenden auf räumlich-diskursive Strategien der bundesrepublikanischen Gedenkstättenbewegung zurückblicken, also auf die Anfänge dessen, was wir heute wie selbstverständlich als Gedenkstättenlandschaft bezeichnen, was aber angesichts dessen, dass sich die ganz überwiegende Mehrheit der bundesrepublikanischen Gesellschaft aufgrund ihrer eigenen historischen Verstrickung jahrzehntelang dagegen wehrte, offensiv an die NS-Verbrechen zu erinnern, auf den zweiten Blick eigentlich absolut unselbstverständlich ist. Das müssen wir uns, glaube ich, doch immer wieder klar machen, auch wenn wir heute diese Gedenkstättenlandschaft ja haben. Wie konnte es also überhaupt gelingen, in dieser Gesellschaft eine nachhaltige Erinnerungskultur an die NS-Verbrechen zu etablieren? Eine Erinnerungskultur, wohlgemerkt, die nicht auf Gegenwartsaffirmation über positive Traditionsbildung ausgerichtet ist, sondern auf eine anhaltend kritische Selbstreflexion im negativen Horizont eines vergangenen Gesellschaftsverbrechens. Und meine These ist hier, dass das Moment der Verräumlichung der Erinnerung an die NS-Verbrechen eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Denn durch die vielfache Objektivierung und Materialisierung der Erinnerung an die NS-Verbrechen im öffentlichen Raum seit den späten 1970er Jahren wurde diese zu einer alltagsweltlichen Tatsache, an der man buchstäblich nicht mehr vorbeikam und die man auch nicht mehr so einfach aus der Welt schaffen konnte, weil sie eben objektiv und materiell geworden war. Es macht einen großen Unterschied, ob etwas bloß erzählt wird, selbst wenn es oft erzählt und kontrovers diskutiert wird, was ja in der Bundesrepublik auch vor dieser Zeit durchaus schon der Fall gewesen ist, oder ob es buchstäblich unhintergehbar im Raum steht. Der Kulturwissenschaftler Alexander Etkind unterscheidet hier zwischen weichem und hartem Gedächtnis. Das weiche Gedächtnis, so schreibt Etkind, bestehe aus Erzählungen, die aber naturgemäß flüchtig blieben. Ein hartes Gedächtnis entstehe erst dann, wenn Erzählungen auch materiell im öffentlichen Raum verankert würden, etwa in Denkmalen und Gedenkstätten. Diese räumlich-materielle Komponente beschreibt Etkind als Hardware des öffentlichen Gedächtnisses. Und so lässt sich sagen, dass die Erinnerung an die NS-Verbrechen hierzulande erst mit ihrer materiellen Verankerung im öffentlichen Raum ihre Hardware erhalten hat und damit eine stabile und auf Dauer gestellte Grundlage für ihre weitere Entwicklung. Die expansive Kennzeichnung nationalsozialistischer Tatorte durch Erinnerungsaktivistinnen in den späten 1970er und 1980er Jahren, so lautet daher meine These, war also nicht nur eine weitere Episode in der historischen Entwicklung des bundesrepublikanischen Gedächtnisdiskurses zu den NS-Verbrechen, sondern sie hat diesen Gedächtnisdiskurs nachhaltig verändert, und zwar indem sie Erinnerung materiell im öffentlichen Raum verankerte. Durch alternative Stadtrundfahrten, Ausstellungsprojekte, Gedenkzeichen und zahlreiche Gedenkstätteninitiativen wurden die NS-Verbrechen damals im Sinne eines historisch allgegenwärtigen Gesellschaftsverbrechens erkennbar gemacht, verortet und konkretisiert. Die Erinnerungsaktivistinnen engagierten sich dabei zwar zunächst einmal primär an einzelnen Orten und auf lokaler Ebene, begannen aber zugleich, sich auch überregional zu vernetzen. Im Effekt handelte es sich nun also nicht mehr nur um vereinzelte Aktivitäten vor Ort, die es durchaus auch in den Jahrzehnten zuvor gegeben hatte, auch wenn wir darüber leider oft nicht allzu viel wissen, sondern jetzt bildete sich eben sowas wie ein bundesweites Netzwerk von Akteurinnen, Initiativen und Orten heraus. Es gab gemeinsame Veranstaltungen und Publikationen und es gab auch einen steten Wissenstransfer,
etwa mit Blick auf die Praxis der alternativen Stadtrundfahrten oder öffentlichen Stadtspaziergänge zum Thema, die auch an sich schon eine vernetzende Wirkung hatten, indem sie verschiedene Orte in einer Stadt oder Region thematisierten und sie in einen Bezug zueinander setzten. Also die Bedeutung insbesondere dieser Rundfahrten, Stadtspaziergänge sollte man wirklich nicht unterschätzen. Bereits 1981 verbreitete die Bundeszentrale für politische Bildung einen ersten Reader zu Gedenkstätten für Opfer des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, der nicht nur über zahlreiche historische Orte informierte, sondern auch über einschlägige Initiativen und deren jeweilige Forderungen zum Auf- oder Ausbau von Gedenkstätten. Und ich erwähne diese frühe Publikation deshalb, weil sie zu einer Zeit, in der es ja noch kein Internet gab, natürlich auch zur weiteren Vernetzung beigetragen hat und weil darin in der Zusammenschau erstmals so etwas wie eine bundesweite Gedenkstättenlandschaft dokumentiert wurde, wenn auch überwiegend in Form von Mängelanzeigen, weil es vielerorts eben noch keine Gedenkstätten gab oder aus Sicht der Aktivistinnen eben nur unzureichende Gedenkstätten. Im Zuge ihrer sogenannten Spurensuche beschäftigten sich die damaligen Erinnerungsaktivistinnen aber nicht nur mit der NS-Geschichte der von ihnen entdeckten Orte, sondern problematisierten immer auch den bisherigen gesellschaftlichen Umgang damit. Das jahrzehntelange Nichtmarkieren, das Abreißen und Überbauen, die unbekümmerte Weiternutzung für gegenwärtige Zwecke, all das wurde nun als ein aktiver Akt des Verdrängens und Vergessens skandalisiert. Mit der Implikation, dass dadurch nicht nur erneut Gewalt gegen die Opfer ausgeübt, sondern auch den kommenden Generationen verwehrt worden sei, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. So schrieb etwa Detlef Gabe in der Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband Die vergessenen KZs, der erschien 1983, und ich zitiere: Als sich im Oktober 1981 in Hamburg erstmals Gedenkstätteninitiativen zu einem bundesweiten Treffen versammelten, mussten sie feststellen, dass in allen Bundesländern auf ähnlich skandalöse Weise mit dem Erbe der Vergangenheit umgegangen worden ist. Nicht nur, dass häufig nicht einmal ein Gedenkstein auf 100- oder 1000-faches Leid hinwies, nicht nur, dass die Gelände ehemaliger KZs und die Gebäude, in deren Mauern unschuldige Menschen ausgebeutet, geschunden und ermordet wurden, funktionalisiert wurden wie irgendwelche beliebigen Gemäuer. Nein, man war sogar so taktlos, in ehemaligen Lagern Strafanstalten, Bundeswehreinrichtungen oder Bereitschaftspolizeikasernen einzurichten. Tränengasübungen in Neuengamme und CS-Gasversuche in Dachau, so liest sich die Bankrotterklärung angeblicher Vergangenheitsbewältigung. Die Anschauung, die die Stätten des NS-Terrors hätten vermitteln können, wurde und wird nicht genutzt, um begreifbar zu machen, was sich in den Jahren 1933 bis 1945 in der Mitte Europas zutrug. So wurde den Nachgeborenen eine Möglichkeit genommen, aus der Geschichte zu lernen. Zitat Ende. Also hier bekommt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, mit welcher Emphase das damals auch vorgetragen wurde. Also diese massive Skandalisierung des bisherigen gesellschaftlichen Umgangs mit diesen Orten. Die etwas älteren Bundesrepublikanerinnen unter uns werden sich daran sicher noch erinnern oder waren zum Teil daran ja auch selbst beteiligt. Aus einem etwas kühleren historisch-analytischen Blickwinkel lässt sich jedenfalls feststellen, dass die bundesrepublikanische Gedenkstättenbewegung die von ihr entdeckten materiellen Spuren im öffentlichen Raum mit einer doppelten historischen Bedeutung auflud. In unserem heutigen Jargon würde man wohl von einem doppelten Framing sprechen. Einerseits wurden diese Spuren als materielle Zeugnisse für das historische Gesellschaftsverbrechen gedeutet und als solche gegen das Vergessen oder Vergessenwollen ins Feld geführt. Andererseits wurden sie aufgrund ihrer bisherigen Nichtbeachtung als materielle Zeugnisse auch einer notorisch unbewältigten Vergangenheit skandalisiert. Sie wurden also nicht nur als Beweismaterial für die NS-Verbrechen selbst, sondern auch für die ausgebliebene Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen und der eigenen Täterinnenschaft gedeutet.
Und dafür hat Ralph Giordano ja dann wenig später auch den Begriff der zweiten Schuld geprägt. Im Effekt wurden nicht nur die einzelnen Orte, die von den Aktivistinnen problematisiert wurden, zu potenziellen gesellschaftlichen Lernorten umgedeutet, sondern letztlich wurde die gesamte bundesrepublikanische Alltagswelt in eine Art postnationalsozialistischen Lernraum verwandelt. Denn auch wenn nicht jeder einzelne nationalsozialistische Tatort markiert und problematisiert wurde, so waren es doch genug, um auch in ihrer Vernetzung deutlich zu machen, dass das ganze Land ein historischer Tatort war, dass die Verbrechen überall stattgefunden hatten und dass sich die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft mit dieser Tatsache bisher nicht offensiv auseinandergesetzt hatte. Und ich habe ja eben schon betont, dass es sich bei dieser Verwandlung der bundesrepublikanischen Alltagswelt in einen, wie ich es jetzt genannt habe, postnationalsozialistischen Lernraum nicht nur um eine weitere Episode in der Geschichte des bundesrepublikanischen Gedächtnisdiskurses handelte, sondern dass es wirklich eine tiefgreifende Veränderung dieses Diskurses darstellte und das auch nicht nur, weil eine Vielzahl der historischen Orte später tatsächlich als Gedenkstätten und Lernorte institutionalisiert worden sind, sondern wenn man die Tragweite dieser Veränderung erfassen will, dann ist es wichtig zu verstehen, dass die Gedenkstättenbewegung eine auch praktische sozusagen Rekonfiguration des alltagsweltlich erfahrbaren Raums bewirken konnte oder anders ausgedrückt, die Bürgerinnen waren nun mitten in ihrer alltäglichen Lebenswelt und noch dazu ganz objektiv mit dieser Vergangenheit konfrontiert und damit auch dazu aufgefordert, sich auf die eine oder andere Weise dazu zu verhalten. Der Kulturgeograf Tim Creswell erinnert daran, dass Menschen prinzipiell placed beings sind. Eine Wendung, die sich nicht ohne weiteres ins Deutsche übersetzen lässt. Gemeint ist, dass Menschen jederzeit in bestimmten räumlich-semantischen Strukturen situiert sind und davon zwar nicht determiniert, aber eben doch auf die eine oder andere Weise beeinflusst werden. Sozialtheoretikerinnen würden hier von subjektivierenden Effekten, also dieser räumlich-semantischen Strukturen sprechen. Zu Recht betont Creswell daher auch die Wirkmacht von räumlich-semantischen Strukturen im politischen Diskurs. In diesem Sinne gibt auch der Soziologe Andreas Reckwitz zu bedenken, dass semantische Veränderungen im Alltagsraum einer Gesellschaft durchaus auch nachhaltige Veränderungen in deren affektiven und politischen Kultur nach sich ziehen können. Und ich denke, die Gedenkstättenbewegung hat mit ihrem tendenziell flächendeckenden Placemaking tatsächlich eine nachhaltige Veränderung in der affektiven und politischen Kultur der Bundesrepublik bewirkt. Aus einem zwar kontroversen, aber nochmal mit Alexander Etkind gesprochen, immer noch weichen Gedächtnis an die NS-Verbrechen wurde ein hartes und letztendlich dann auch staatlich gefördertes Gedächtnis, das nicht mehr ohne weiteres aus der Welt zu schaffen ist. Und damit möchte ich auch schon schließen. Mir ist bewusst, dass es jetzt ziemlich grob gestrickt und stark von den konkreten Akteurinnen und Gegebenheiten vor Ort abstrahiert war. Aber ich hatte leider nur begrenzt Zeit und da ging es mir jetzt vor allem darum, dieses historische Moment der Verräumlichung noch einmal deutlich herauszustellen und auch auf dessen qualitative Bedeutung für die Erinnerungskultur an die NS-Verbrechen hinzuweisen. Vielen Dank. Herr Drekol, Sie müssen das Mikro anmachen. Vielen Dank für diesen nützlichen Hinweis, dass man ohne Mikrofon nicht zu verstehen ist im virtuellen Raum, aber auch in größeren physisch vorhandenen Räumen nicht. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Cornelia Siebeck. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, und es dürften viele sein, weil wir inzwischen über 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, also auch an die später gekommenen nochmal ganz herzlich willkommen. Gibt es konkrete inhaltliche Nachfragen zu Cornelia Siebecks Ausführungen? Dann würden wir jetzt gleich solche Nachfragen beantworten. Das ist grundsätzlich entweder über Chat möglich oder über das Handheben. Ich warte jetzt mal ab, wenn es keine konkreten Inhaltsfragen gibt. Bei Diskussionsbeiträgen bitte ich darum, die Diskussion
am Ende der Vorträge abzuwarten. Ich sehe es jetzt nicht. Dann darf ich noch ganz kurz, die meisten werden ihn kennen, aber ich will es trotzdem sagen. Ich habe auf Habbo Knochs Publikation ja schon hingewiesen, aber wenigstens 2, 3 Sätze, obwohl er, wie gesagt, fast allen von uns bekannt sein müsste, will ich jetzt Habbo Knoch vorstellen. Allerdings sehe ich jetzt doch eine Nachfrage, die ich dann gleich noch zulassen möchte. Professor Dr. Habbo Knoch ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität zu Köln. Das ist er seit 2014 und war davor lange Zeit Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten in Celle und damit auch Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen und wie gesagt, ist durch zahlreiche Veröffentlichungen hervorgetreten in dem Bereich Bild. Ich habe die eine Veröffentlichung ja schon und die zentrale oder eine der zentralen ja auch schon ins Bild gehalten und vorgelesen. Es sei nur erwähnt, weil ich das besonders interessant finde, soll uns jetzt nicht wegführen vom Thema, aber auch die Habilitation Grand Hotels, Luxusleben und Gesellschaftswandel in New York würde es verdienen, nur nicht bei der heutigen Konferenz oder in den nächsten Tagen, aber ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Ich will, bevor ich an Habbo übergebe, wenigstens 2 Fragen zulassen, die man vielleicht kurz beantworten kann. Nämlich einmal, sind Gedenkstätten eigentlich eine deutsche Erfindung oder gibt es da Vorläufer? Und die zweite Frage, die Verstädterung ist ab 1990, also ich würde mal das so interpretieren, wann solche Prozesse einsetzen und was das mit der Wiedervereinigung zu tun hat. Also sind Gedenkstätten eine deutsche Erfindung? Und wann kann man von einem Prozess der Verstädterung reden? Welche Rolle spielt da 1990? Ich glaube, beides keine Fragen, die man in aller Kürze beantworten kann. Vielleicht sollten wir die doch auf die spätere Diskussion verschieben. Dann haben wir gleich 2 Diskussionsfragen und ich übergebe jetzt an Habbo Knoch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, die Einführung und auch die Organisation. Das zieht sich ja, wie alle wissen, jetzt ja auch schon über einen längeren Zeitraum hin, auch die Ideen für Vorträge. Und vielleicht würden wir auch Vorträge wie diesen anders ausweisen oder auch Tagungselemente, wenn wir der Entwicklung der letzten 1,5 bis 2 Jahre, damit meine ich nicht nur Corona, sondern auch Black Lives Matter und anderes wachsender Antisemitismus bewusst gewesen wären. Ich glaube aber trotzdem, dass die Idee, die ich mit dem Papier verbunden habe, auch in dieser Situation noch relevant ist. Auch wenn ich das als eine Form des Rereading verstehen würde, nämlich einer Debatte, auf die ich im Titel Bezug genommen habe, jenseits des Bilderverbots, die vielleicht schon eine versunkene Debatte ist, wenn ich gelegentlich Reaktionen auf nicht den Begriff des Bilderverbots, sondern die Auseinandersetzung mit Fragen der Darstellbarkeit, dem Topos des Undarstellbaren wahrnehme, habe ich den Eindruck, dass es bei manchen schon eine erledigte Debatte ist. Das teile ich nicht. Bei vielen sehe ich, dass es eine eingesunkene Debatte ist. Und vor dem Hintergrund will ich nochmal die Ausgangsthese, die ich ja auch in dem Abstract kurz formuliert habe, nochmal an den Anfang stellen. Aus diesem Paradigma des Unsichtbaren, des Undarstellbaren, des Unsagbaren, das zugleich Postulat, aber auch Sakralisierung war und in sich auch natürlich kritisch zu diskutieren ist, aber für mich immer noch ein Kern, da komme ich am Ende drauf zurück, einen Kern beinhaltet. Dieses Paradigma des Unsagbaren ist so meine Ausgangsthese, durch einen Sog des Sichtbaren ersetzt worden. Das heißt, wir haben es mit einer Logik des Zeigens zu tun und nicht mit einer Logik des Nichtzeigens. Wir haben es mit einer Logik des Auf- und Ausfüllens von Leerstellen zu tun, mit fiktionalen, rekonstruktiven oder künstlerisch-dokumentarischen Mitteln, ergo Bildern auch in einem weiteren Sinn. Und nicht zuletzt in den letzten Jahren mit dreidimensionalen Rekonstruktionen, Augmented and Virtual Reality,
mit Animation oder Simulationen, etwa in Comicform, an denen ganz gezielt Leerstellen, die bislang nicht fotografisch überliefert waren, gefüllt werden, indem man solche Rekonstruktionen schafft. Nicht zuletzt ist Bestandteil dieses Sogs des Sichtbaren auch eine beträchtliche Aufwertung der früheren Tatorte und ihres authentischen Potenzials zu Gedenkstätten von Überlebenden als Zeitzeugen und hin zu einer multisinnlichen Ästhetik anstelle von vorherigen Praktiken des Unsichtbarmachens. Geoffrey Hartman hat schon vor mehr als 2 Jahrzehnten, und das steht im Kontext dieser versunkenen Debatte, Geoffrey Hartman hat schon vor mehr als 2 Jahrzehnten treffend von Bildern gesprochen, die sich als teilweiser Schutz vor der Leere angehäuft haben. Folgt man Hans Blumenberg, dem Philosophen, und seinem Ansatz der absoluten Metapher, dann handelt es sich dabei um eine notwendige kulturelle Praxis, die wir auch an anderen Stellen finden oder die er an anderen Stellen auch ausweist, immer wenn es um die Dimension des Katastrophischen geht, den unverstandenen Horizont unserer menschlichen Existenz. Das wirft die Frage auf, die ich nicht an dieser Stelle weiter erörtern werde, inwieweit es sich um eine spezifische Form von Undarstellbarkeit und Unsagbarkeit handelt oder um etwas, das in spezifischen Konstellationen eben den menschlichen Umgang mit katastrophischen Situationen grundsätzlich prägt. Und die Frage, die sich im Anschluss an diesen Paradigmenwechsel stellt, ist, ob nach einer Phase, in der Beschweigen und Gedenken eine Formation des Umgangs mit dem Holocaust waren und an eine Phase, in der Erinnern und Geschichtsbewusstsein eine prägende Formation waren, wir es möglicherweise jetzt mit einer neuen Phase zu tun haben, die sich im historischen Rückblick dann vielleicht in vielen Elementen gar nicht als so neu darstellt, was das An- und Auffüllen angeht. Das können wir sicherlich in der Diskussion nochmal vertiefen, aber in einer neuen Phase, in der die Formation aus Erlebnis und Mythos geprägt ist. Ich will vor dem Hintergrund 3 Befunde kurz skizzieren, die ich dann in 3 kurzen Interpretationen und dann einigen Perspektiven weiterführen möchte. Der erste Befund ist die medialisierte Vergegenwärtigung. Ich greife ein relativ beliebiges Beispiel medialer Produktion heraus, die Sendereihe des WDR Was geht mich das an? Erzählt Eigentext des WDR, Geschichten aus ganz persönlichem Blickwinkel, unter anderem eine junge Frau, die in der NS-Zeit begeistert Hitler folgte. Aus verschiedenen historischen Kontexten verschiedene solcher Geschichten, und der Werbetext sagt für alle generell: Es geht um ganz alltägliche Entscheidungen als Geschichte. Eine junge Frau sucht in unsicheren Zeiten das Wir-Gefühl, weckt Empathie, hat einen hohen Bezug zu Alltagserfahrungen. Es geht, Werbetext des WDR, um Fragen, die uns heute ähnlich begegnen könnten. Aber die Frage ist eben, ist das überhaupt so übertragbar? Es geht, Werbetext, um die erlebte Geschichte aus der Ich-Perspektive und damit um Fragen der Identifikation, der Immersion, auch im Verhältnis zu Reflexivität und Kontroversität, die aber in dieser Serie wie an vielen anderen Beispielen eben in den Hintergrund gerückt wird. Dieses Beispiel ist symptomatisch, lässt sich verallgemeinern, gilt aber sicherlich nicht generell. Und je näher wir auch Praktiken gerade in den Gedenkstätten kommen, desto deutlicher wird, dass hier dann eben auch darum bemüht ist, sich von solchen vereinfachenden Sichtweisen abzugrenzen und differenziertere Zugänge zu finden. Aber das Beispiel ist symptomatisch, weil es zeigt, dass Kategorien von Authentizität, Aura, Immersion, und das ist immer an eine bildlich-sinnliche Dimension gebunden, wenn auch nicht von Text unabhängig, zu dominanten Modi der populären Geschichtskultur und auch der Holocaust-Erinnerung geworden sind. Das basiert grundsätzlich auf einer Logik des Möglichen und des Gelingens einer solchen historischen Begegnung. Sich in das Subjekt hineinzuversetzen als Ideal, auch im Bild der Empathie, geht davon aus, dass das Subjekt kohärent und über die Zeit hinweg auch stringent für uns erfahrbar ist und auch eine Versetzung tatsächlich möglich ist. Die Frage, die hier genauer zu erörtern wäre, auch im Licht dessen, was Cornelia Siebeck gerade gesagt hat, aber die ich hier nicht vertiefen kann, ist, inwieweit Gedenkstätten selbst Teil dieses Prozesses sind, und das müsste man natürlich näher auch analysieren. Mein zweiter Befund
den ich nennen möchte, ist die lernzielorientierte Pädagogisierung. Die geht aus davon, dass die Holocaust-Erinnerung immer mehr aus der Sicht der Rezipienten oder der Rezipierenden gedacht worden ist. Es geht um die Konstatierung eines Mangels an Wissen, die fehlende Fähigkeit, historische Zusammenhänge zu denken, die wachsende zeitliche Distanz, die Sorge vor mangelndem Interesse, eine abnehmende Resilienz, eine berechtigte Sorge vor der abnehmenden Resilienz gegenüber rechtsextremen und antisemitischen Denkweisen. Kurz also etwas, wo man die Defizite auf Seiten der Rezipierenden analysiert und zur Grundlage einer solchen lernzielorientierten Pädagogisierung der Holocaust-Erinnerung macht. Daran knüpfen sich dann immer wieder Formen und Forderungen einer Vergegenwärtigung oder eines besseren Hineinempfindens in die vergangene Zeit. Und das ist eingebunden, ohne das hier weiter ausführen zu können, in den starken Einfluss von geschichtspolitischen oder auch dezidiert politischen Erwartungen, pädagogischen Erfahrungen selbstverständlich, aber auch institutionellen Logiken. Und als dritten Befund möchte ich den Übergang zum posthistorischen Gedächtnis benennen. Also die von Autoren wie Andrew Hoskins oder Wolfgang Ernst ausführlich beschriebene Auflösung des kulturellen Gedächtnisses im Zeitalter der Digitalisierung, vor allem durch die neuen Möglichkeiten digitaler Kommunikation, der Reproduktion, Zirkulation, Kommentierung, die manche, wie eben Wolfgang Ernst, von einem Ende des Archivs und einer damit verbundenen bestimmten Zeitordnung, die klar zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden lässt, sprechen lässt und das eben deutlich über den Holocaust hinaus als generelles Phänomen der kulturellen Befassung mit Geschichte und Vergangenheit. Und damit auch der Auflösung von Konstanten des Modells des kollektiven Gedächtnisses, auf das eben sehr viele der geschichtskulturellen Praktiken und implizit ist das ja auch ein Element bei Cornelia Siebeck gewesen, dann ausgerichtet waren. Nach Wolfgang Ernst wird also mit digitalen Signalübertragungen das Prinzip eines fixierenden Speicherns durch eine ganz anders geartete Generic Memory abgelöst. Gespeichertes verliert die Aura des Vergangenen. Erinnerung ist von physisch empfundener Zeit abgekoppelt und Geschichte von der Gegenwart nicht mehr zu unterscheiden. Also auch hier die Auflösung der Differenz von Vergangenheit und Geschichte als prägendem Merkmal, wie bei den beiden anderen Befunden. Nach Andrew Hoskins erleben wir eben diese Auflösung, um nur einen seiner Begriffe zu benutzen, in Form eines dauernd rekonfigurierten On-the-Fly-Modus der Flüchtigkeit, Synchronizität und Instabilität von historischen Informationen als neuer Form der Erinnerung. So viel zu den drei Befunden: medialisierte Vergegenwärtigung, lernzielorientierte Pädagogisierung und posthistorisches Gedächtnis. 3 kurze Interpretationen dazu. Die Holocaust-Erinnerung kann sich diesem Sog einer Form der erlebnisorientierten Geschichtskultur nicht mehr hinlänglich entziehen. Mehr noch, sie ist selbst Teil bzw. auch Katalysator dieses Paradigmenwechsels. Zweitens, darauf habe ich schon hingewiesen, es gibt ganz wesentliche gemeinsame Punkte dieser genannten Befunde. Und einer ist vor allem die Auflösung der Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das in Einstellen, die Möglichkeit gewissermaßen über Zeiten und Räume hinweg in eine andere Zeit, die als solche dann nicht mehr wahrnehmbar ist, hineinzusteigen. Immersion. Drittens, das Ziel einer bestimmten Gestimmtheit, also keine Überforderungen zu erzeugen, von Immersion oder gar einem Flow, auch in der Beschäftigung mit der Holocaust-Erinnerung, auch wenn das natürlich nie in dieser Verbindung gesagt werden würde, aber analytisch eine Kategorie ist, über die gerade auch mit Blick auf Gedenkstätten nachzudenken wäre. Diese Ziele sind ein Angebot, sich mit der sperrigen Geschichte zu versöhnen, sie in das eigene Leben zu integrieren und mit ihm kommensurabel zu machen, also den Aspekt der Undarstellbarkeit, der auch einer der Unvereinbarkeit ist, aufzuheben. Im Sog des Sichtbaren liegt also ein Versprechen des Gelingens und eine Hoffnung des Überwindens. Nun komme ich abschließend zu den Konsequenzen. Dieser Wunsch nach Unmittelbarkeit, Anschaulichkeit und Authentizität, der an die Erinnerungskultur schon seit vielen Jahrzehnten herangetragen wird,
immer wieder und auf die gerade auch Gedenkstätten in bestimmter Weise antworten müssen. Diesen Wunsch sollte man zum Ausgangspunkt machen, um in Frage zu stellen, was dem eigentlich zugrunde liegt. Etwa Logiken medialer Verwertung und Sichtbarmachung, auch von Wahrnehmungsweisen, die sich verändern, der quasi sakrale Glaube an den Wert von Originalität oder eben der Wunsch nach Abkürzungen im Wege komplexer Repräsentationsprozesse. Ich möchte dafür plädieren, die Holocaust-Erinnerung wieder mehr aus dem historischen Gegenstand selbst herauszudenken und weniger von den Rezipierenden aus. Das bedeutet, wie viele, die hier auch anwesend sind, in ihren empirischen Studien zum Holocaust gezeigt haben, darauf nehme ich auch explizit Bezug, dass sich die Genese des Holocaust ausdrücklich sperrt gegen eine lineare, auktoriale und damit auch narrativen Zugriff, wie er herkömmliche Darstellung der Geschichtsschreibung prägt. Das ist eine Debatte, die wir alle wissen, parallel auch zu der Frage des Bilderverbots in eben der Zeit der 80er Jahre geführt worden ist. Hayden White, Saul Friedländer und andere. Diese Holocaust-Genese sperrt sich also gegen solche konventionellen Zugriffe der Geschichtsschreibung, die aber wiederum dieser Form der Authentizität, des Immersiven und auch des damit verbundenen Narrativen von Erzählformen, die Geschlossenheit repräsentieren, zuwiderläuft. Die rekursive Komplexität des Geschehens, in dem Intention, Ursachen, Maßnahmen, Wirkungen, Prozesse und Strukturen nicht in einer klaren Linearität aufeinander zu beziehen sind, die immer wieder neue Perspektivierungen erfordern, um immer wieder neue Dimensionen dieses Gesamtkomplexes des Holocaust zu ermitteln, die verweisen eben auf die Grenzen des Darstellbaren, auch in historiografischer Perspektive. Wir dürfen trotzdem auf den Anspruch natürlich nicht verzichten, die strukturelle Komplexität des Holocaust, auch anderer Gewaltverbrechen und der politischen Ordnung, in denen sie stehen, sichtbar zu machen, zu vermitteln. Aber sie sollten eben nicht mit erinnerungskulturell geronnenen Bildern gleichgesetzt werden, auf die Axel Drekoll angesprochen hat. Holocaust-Icons sind immer auch eine Form der Wissensbündelung, die letztlich auch immer Selektionsprozesse und Verdichtungsprozesse zur Folge hat, die Komplexitätsreduktion bedeuten. Wir müssen uns also öffnen für die Komplexität des historischen Gegenstandes, den zugrunde legen, aber auch darüber hinaus dann eben doch wieder auch im Anschluss an Autoren wie Lyotard über die Grenzen auch des historiografisch Sagbaren nachdenken. Und ich zitiere Lyotard: Der Historiker, die Historikerin muss dann auch mit dem Monopol, das dem kognitiven Regelsystem von Sätzen über die Geschichte eingeräumt wird, brechen und das Wagnis auf sich nehmen, auch dem Gehör zu schenken, was im Rahmen der Regeln der Erkenntnis nicht darstellbar ist. Konventionelle Modi des Dokumentierens, Kontextualisierens und Narrativierens tendieren also dazu, den traumatischen Ereigniskern des Holocaust zu überschreiben, indem sie Geschichten liefern, wo die Zerstörung der Erzählbarkeit und ihrer Grundlagen an sich zu zeigen wäre. In diesem Sinne hat der Politologe Peter Reichel gerade mit Blick auf Gedenkstätten argumentiert, an diesen Todesorten bleibe die Vergegenwärtigung von Vergangenheit, Täuschung und Selbsttäuschung, jede Gedächtnismetapher gegenstandslos und jede Erinnerungsgeste illusionär. Und ich möchte dafür plädieren, das Fragmentarische, das Widersprüchliche, Lückenhafte und Spezifische der historischen Überlieferung sichtbar zu machen, wie auch das Ringen um Darstellungsformen und das nicht hinter Ausstellungsarchitekturen oder hinter Produkten unserer wissenschaftlichen Beschäftigung damit zu verbergen. Den Kern dieser Undarstellbarkeit, und damit komme ich zum Ende, sehe ich nicht im Bereich des lange diskutierten mimetisch-deskriptiven und auch nicht im erklärend Verstehenden, sondern in einer fundamentalen Zerstörung der Grundlagen des Verhältnisses zum eigenen Ich und zur Welt. Für Einzelne, die Opfer wurden, aber in der Struktur der Gesamtheit aller, die zu Opfern wurden, in dessen Ordnung wir nach dem Holocaust wieder weitgehend eingetreten sind, nicht selten, als ob nichts geschehen sei. Black Lives Matter und die Postkolonialismusdebatten vermitteln, wie auch der wachsende Antisemitismus gegenwärtig, eine weitere, eine andere Perspektive auf solche Störungen, Zerstörungen des Verhältnisses, der Einbettungen von selbst und des anderen in affektive Gemeinschaften des Erinnerns. Und diesen Störungen, Zerstörungen gilt es nachzuspüren. Ich plädiere also dafür, die Holocaust-Erinnerung mit einem unhintergehbaren Sensorium für genau diese fundamentale Verunsicherung zu konnotieren, wie der Holocaust bedeutet hat.
So wie Adorno davon überzeugt war, dass konventionelle Kulturformen wie das überlieferte Dichten nicht dafür geeignet waren, diese radikale Dissonanz zwischen hier und dort, jetzt und damals zu repräsentieren, ohne dass daraus ein Klischee wird, ist die Verunsicherung selbst nur über Spuren zu entschlüsseln. Geoffrey Hartman, Paul Celan deutend, hat argumentiert, Celans Ziel sei nicht Verständlichkeit gewesen. Ich zitiere Hartman, seine Dichtung leuchtet nicht in die Dunkelheit, um sie zu tilgen. Das dichterische Wort sei wie die Dunkelheit für eine sterbende Flamme. Auch wenn sie sich uns nicht selbst erschließt, brauchen wir immer eine Ahnung, und das meine ich mit dem unhintergehbaren Sensorium für die fundamentale Verunsicherung, immer eine Ahnung der Deep Memory als einer für uns notwendig scheiternden Begegnung mit der Geschichte. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese beiden wirklich fulminanten Impulse an dich, liebe Cornelia, und dich, lieber Habbo, die ja wirklich zwei sehr, sehr wichtige Aspekte und diskussionswürdige Aspekte, nämlich einmal diese Bedeutung der Verräumlichung im Sinne auch von der Materialisierung der NS-Geschichte und der Bedeutung für das kulturelle Gedächtnis und dann neben vielen anderen Aspekten und dann ja auch die Bedeutung, die Habbo so hervorgehoben hat, ja auch der Auflösung des kulturellen Gedächtnisses und neuer Formen, wenn ich das so richtig wiedergebe, des Versuches der Vereinbarkeit von Gegenwart und Vergangenheit durch konsumerable Arten, die so vor allem im Visuellen verortet sind. Ich werde jetzt gleich nochmal Bezug nehmen auf die Fragen, die ich im Chat schon sehe, mache nochmal darauf aufmerksam, darauf, dass sich auch gemeldet werden kann, bitte mit dem Handzeichen. Das sieht man rechts unten. Für die, die Zoom jetzt noch nicht so gewohnt sind, rechts unten gibt es einen Button, so ein Smiley mit Plus, da steht Reaktionen drauf und da kann man jetzt gucke ich gerade, nee, das sind nur die Smileys, jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Das Handheben, doch, da ist ganz unten auch nochmal prononciert, das Handheben gekennzeichnet. Also bitte so eine Wortmeldung anzeigen. Ich lese jetzt gleich die Fragen vor. Nochmal eine Bitte, auch muss ich mich selbst einbeziehen. Es wurde die Bitte geäußert, möglichst in einer weniger komplexen Sprache weiterzumachen, denn es sollen Beiträge ins Netz gestellt werden, die auch für alle verständlich sein sollen. Ich meine, es ist natürlich manchmal auch nicht so ganz leicht, wenn wir soziologisches und anderes Theorieangebot einbeziehen. Da gibt es eben nun mal einfach auch Begriffe, die schon bestimmt sind in bestimmten wissenschaftlichen Diskursen. Aber wir geben uns Mühe, das dann auch entsprechend zu erläutern. Also, die Frage nochmal grundsätzlich, die an Cornelia angeschlossen hat, aber wie gesagt, auch Habbo war ja nun lange Zeit, bevor er Lehrstuhlinhaber wurde, Gedenkstättenleiter und Geschäftsführer einer Stiftung. Jetzt direkt an Cornelia von Sabine Arendt. Vielen Dank. Frau Siebeck, könnten Sie noch näher 2 bis 3 Punkte erläutern bezüglich Bedeutung, Unterschiede des persönlich Erzählten und des unhintergehbar im Raum Stehenden? Also wie ist die Wechselwirkung zwischen der persönlichen Erzählung und dieser Unhintergehbarkeit im Raum? Dann nochmal die Frage, ob Gedenkstätten eine deutsche Erfindung sind oder ob es da Vorläufer gibt. Und dann die Frage nach der Verstädterung, ob die ab 1990 einsetzt. Und vielleicht darf ich noch eine vierte Frage, ich wiederhole es dann nochmal ganz kurz. Ab wann findet die Umwandlung in staatliche Gedenkstätten statt? Also von hinten nach vorne nochmal, ab wann findet die Umwandlung in staatliche Gedenkstätten statt? Wie ist das Wechselverhältnis von persönlicher Erzählung und hintergehbarem Raum oder das, was in diesem Raum steht? Gibt es Vorläufer zu Gedenkstätten und wann können wir von einer Verstädterung sprechen? Also ich fürchte, du musst uns gleich einfach nochmal, also ich kann jetzt nicht alle Fragen, die gehen ja auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Ich habe
großes Verständnis für die Kritik an unserem teilweise etwas abstrakten Sprachgebrauch und möchte aber auch nochmal, so wie eben Axel Drekoll, um Verständnis bitten, dass wenn man eben nur 15 Minuten Zeit hat und es eben doch eine wissenschaftliche Konferenz ist und man irgendwie einen relativ komplexen Vorgang sehr komprimiert darstellen muss, dass es teilweise nicht zu vermeiden ist. Ich hätte das sehr gerne auch mehr an konkreten Beispielen gezeigt, aber dafür und dann auch visualisiert, aber dafür hat jetzt einfach die Zeit nicht gereicht. Bietet es aber gerne an, in Zukunft mit mehr Zeit zu machen. Okay. Sind Gedenkstätten eine deutsche Erfindung? Nein. Kann man, glaube ich, sicher sagen. Es hat natürlich jetzt immer schon, also sage ich mal, in unserem historischen Bezugsrahmen eine Praxis gegeben, Orte zu markieren, als Erinnerungsorte zu markieren. Letztlich sind ja auch Gräber zum Beispiel eine Art von Gedenkstätten und die Praxis, da auch dann hinzugehen, das zu besuchen, das anderen zu zeigen, ist natürlich sehr alt hergebracht und es hat nach dem Ersten Weltkrieg große Soldatenfriedhöfe gegeben und so weiter und so fort. Also das ist keine deutsche Erfindung und auch NS-Gedenkstätten sind keine deutsche Erfindung, sondern die hat es in anderen Ländern schon früher gegeben, insbesondere früher auch als in der Bundesrepublik, wo das ja wirklich erst so richtig Mitte der 60er und dann, wie ich jetzt beschrieben habe, noch angefangen hat und dann eben in den 70er Jahren und 80er Jahren diesen starken Schub nochmal bekommen hat durch das verstärkte öffentliche Interesse und eben auch die Vernetzung der verschiedenen Orte. Genau, und was ich jetzt hier darstellen wollte, ist nicht NS-Gedenkstätten als deutsche Erfindung, sondern ich wollte darstellen eben ein ziemlich spezifisches Beispiel für sozusagen Entstehung von Gedenkstätten, nämlich durch bürgerschaftliches Engagement. Das unterscheidet ja zum Beispiel die Bundesrepublik auch von Österreich oder der DDR teilweise. Und was ich vor allem also einmal deutlich machen wollte oder daran noch mehr erinnern wollte, wie besonders eigentlich diese Praxis war aus ganz profanen Orten der Alltagswelt. Also zum Beispiel Neuengamme war einfach 30 Jahre lang ein Gefängnisstandort am Ort des ehemaligen Reichssicherheitshauptamts in West-Berlin. Gab es eine Brachfläche, wo man ohne Führerschein Auto fahren konnte und so weiter. Und da gibt es sehr viele Beispiele auch aus anderen Städten und sozusagen in diese ganz normale Alltagswelt reinzugehen und überall Orte als Orte des Verbrechens zu markieren, die auch dazu auffordern, sich damit auseinanderzusetzen und auch sich mit dem Vergessen dieser Orte auseinanderzusetzen. Das war doch eine spezifische und vielleicht auch wenn das mittlerweile sozusagen vielfach nachgeahmt worden ist, auch in anderen Ländern, habe ich den Eindruck, dass das tatsächlich eine ziemlich besondere bundesrepublikanische Bewegung gewesen ist. So, und dann gab es die Frage Zeitzeugen oder private Erzählung, der Unterschied zwischen privaten Erzählungen und dem. Kannst du es nochmal sagen? Ja, natürlich. Also ich werde auch die Namen immer dazu sagen und wenn ich es weiß, was ich nicht bei allen 200 Kolleginnen und Kollegen weiß, dann bitte ich um Nachsicht. Die Frage kommt jetzt von Sabine Arendt, eine Kollegin aus der Gedenkstätte Ravensbrück. Du wirst darum gebeten, von Sabine nochmal zu erläutern, Bedeutung oder Unterschiede oder sage ich mal einfach Zusammenhänge, vielleicht allgemeiner formuliert, des persönlich Erzählten, also von persönlicher Erzählung und diesem Unhintergehbaren im Raum, also diese materielle Manifestation, in welchem Zusammenhang steht das mit der persönlichen Erzählung? So würde ich die Frage deuten.
Also in der Logik jetzt meines Vortrages, wo ich ja sehr stark gemacht habe, diese Unterscheidung zwischen hartem und weichem Gedächtnis, wäre natürlich eine persönliche Erzählung, und ich nehme an, im Hinterkopf geht es da um Zeitzeugengespräche mit Überlebenden der NS-Verbrechen. Eine Praxis, die eher dem weichen Gedächtnis zuzuordnen ist, weil es eben eine Erzählung ist, die flüchtig ist, die fängt an, die hört auf. Und Orte, und deswegen gehören die eben zu diesem harten Spektrum des harten Gedächtnisses, die sind eben immer da. Und auch wenn ich jetzt sozusagen nicht bewusst hinschaue und nicht richtig hingehe, also bei einem persönlichen Erzählung, da höre ich ja direkt zu und bin vielleicht auch aufmerksam. Aber an der Gedenkstätte kann ich ja auch einfach vorbeifahren und sie ist trotzdem da. Und das macht eben ihre Härte unter anderem aus. Jetzt mal noch ganz jenseits von irgendwelchen wirklichen Besuchen oder pädagogischen Programmen, an denen man da vielleicht teilnimmt. Das jetzt aus der Logik des Vortrags und natürlich aus der Logik eines einzelnen Menschen oder Subjekts kann natürlich eine persönliche Erzählung sehr viel wirksamer sein oder nachhaltiger wirken als jetzt zum Beispiel ein Gedenkstättenbesuch. Faktisch werden sich in unserer historischen Sozialisation natürlich einfach ganz viele Elemente von weichem und hartem Gedächtnis miteinander vermischen und eben dann zu einem bestimmten subjektiven Geschichtsbild führen. Aber das war jetzt nicht so die Ebene, auf der ich argumentiert habe, sondern ich habe eben eher sozusagen aus der Perspektive des öffentlichen Raums und sozusagen einer öffentlichen Manifestation dieser Vergangenheit in Form von Erinnerungsorten gesprochen. Ja, vielen Dank. Dann würde ich mal sagen, ja, jetzt kam noch eine Nachricht. Je komplexer der Gegenstand, so einfacher ist er darzustellen. Vielleicht könnte man jetzt kurz mal an Harburg übergeben, auch wenn ich... Wollte ich gerade machen. Also ich würde mal sagen, mit 2 Fragen, die ihr beide beantworten könnt. Und hier kommen jetzt auch dezidiert Fragen an Habbo. Ganz kurz noch Thomas Lutz. Thomas Lutz leitet das Gedenkstättenreferat in der Topographie des Terrors. Die meisten von euch und Ihnen auch bekannt. Er sagt nochmal, dass die erste KZ-Gedenkstätte in Majdanek gegründet worden ist, also in dem Vernichtungslager. Danke für die Information. Es kamen noch 2 Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Ja, vielleicht dann direkt an dich, Habbo. Wann kann man denn von dieser Verstaatlichung, so will ich es mal formulieren, der Gedenkstätten reden? A und B, das ist natürlich aber für euch beide wohl interessant, die Frage, nämlich sowohl im Hinblick der Visualisierung und der Bedeutung der Visualisierung als auch der Bedeutung der Verräumlichung. Wie werden in diesem Zusammenhang die Stolpersteine betrachtet, die ja nun auch auf breite Akzeptanz gestoßen sind? Aber vielleicht, Habbo, dann leite ich an dich über Verstaatlichung von Gedenkstätten und vielleicht den Versuch einer Einordnung, wie man da diese Stolpersteine einbeziehen kann. Ich würde gerne noch 2 Sätze zu den Gedenkstätten sagen. Der Begriff kommt ja im 19. Jahrhundert auf und damit sind ja zunächst mal Orte nationaler, stark personenbezogener Identifikation gemeint. Und im Grunde findet so eine Umbesetzung des Begriffes in der deutschen Sprache nach 1945 statt, als man sukzessive dann beginnt, den Begriff nur für Orte zu verwenden, an denen es um Opfer der NS-Verbrechen geht. Und der erfährt dann, das hat dann mit der Frage der Verstaatlichung zu tun, eine gewisse Kodifizierung, ist aber definitorisch schwer zu greifen, kann man viel drüber nachlesen. Und ich glaube, man muss gewissermaßen Definitionen haben, um dann zu gucken, was versteht man eigentlich als Gedenkstätte. Und ein wesentliches Kriterium, das ich dabei anlegen würde, wäre tatsächlich immer, eine Gedenkstätte muss an einem Ort der historischen Tat sich befinden. Anderes sind Gedenkorte, Gedenkmuseen und Ähnliches, aber das wäre für mich ein hartes Kriterium. Andere sehen das anders, aber ich glaube, so muss man auch den Begriff Gedenkstätte sowohl historisieren als auch definieren.
Die Verstaatlichung, die beginnt gewissermaßen schon mit dem Prozess, den Cornelia Sieberg angesprochen hat, nämlich in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die wenigen ersten KZ-Gedenkstätten, die es in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR gibt, in gewissermaßen etwas zeitlich verschobener Reihenfolge, sind eben staatliche Einrichtungen. Und der Prozess, den Cornelia Sieberg beschrieben hat, ist ja auch einer, der sich dezidiert gegen diese Form des rein staatlichen und in vielen Fällen auch beschränkten oder überformenden Gedenkens gewandt hat. Und dann kann man sagen, es gibt eine neue Phase der Verstaatlichung des Gedenkens, allerdings unter etwas anderen Prämissen, die jetzt hier nicht die Zeit sind, das auszubuchstabieren, muss man in einem Kontext machen, eben seit der 90er Jahren auch mit so Stichworten wie der Gedenkstättenkonzeption, der gezielten Förderung solcher Einrichtungen durch Land und Bund, der Aufsetzung von Experten- und Professionalisierungsprozessen. Manche wehren sich an der Stelle gegen den Begriff der Verstaatlichung, weil das sehr stark den Kontext insbesondere der DDR-KZ-Gedenkstätten mit aufruft. Aber es gibt natürlich viele, die diesen Prozess, in dem gerade die Bundesebene sehr stark auch in diesem Prozess auch gestaltend mit eingreift, dann auch mit diesem Begriff belegen. Ich glaube, es ist eine kritische Debatte, wie weit man das sieht und wie weit dann gerade auch wesentliche Effekte, die aus der Gedenkstättenbewegung hervorgegangen sind, dadurch möglicherweise auch zurückgedrängt worden sind. Zu den Stolpersteinen würde ich dann an der Stelle sagen, Cornelia, da kannst du gleich nochmal was dazu sagen, weil das passt etwas inhärenter in deinen Vortrag. Ich greife mal an der Stelle, weil da scheint mir ein Zusammenhang zu sein, auf eine Frage vor, die im Chat gestellt worden ist, nämlich den Zusammenhang der Verräumlichungsversuche und der Auflösung von Raum. Und ich würde da nur einen Aspekt rausgreifen, der gewissermaßen nochmal meine These, die ich gemacht habe, etwas verstärkt. Also ich sehe den Zusammenhang tatsächlich darin auch, dass neben vielen Formen des Austausches, der Professionalisierung, die stattgefunden hat, eben auch diese Form der wachsenden Orientierung an Anschaulichkeit, an Authentizität dadurch gestärkt worden ist. Und zwar durch Einträge, Ausprägungen auch von Gedenkmuseen, etwa dem United States Holocaust Memorial Museum, auch ein längerer Prozess natürlich und insbesondere natürlich aus dem Kontext von populären Spielfilmen. Das könnte man sehr konkret untersuchen. Nur ein Beispiel, das vielen wahrscheinlich bewusst ist, die Ruinen der Filmkulisse von Spielbergs Schindlers Liste, die das KZ Płaszów wiederhergestellt haben, werden eben von vielen Besuchern für das Original gehalten, das aber nicht mehr da ist. So, und an der Stelle kann man auch ganz gut erkennen, dass in meiner Wahrnehmung diese Transnationalisierung auch einen Schub in Richtung dieser stärkeren Form der Veranschaulichung, der Sehnsucht nach Authentizität mit sich gebracht hat. Dann, Cornelia, bevor ich an dich auch nochmal die Frage richte mit den Stolpersteinen, aber auch im Zusammenhang nochmal mit einer anderen Frage, die ich hier im Chat sehe. Habbo, an dich nochmal eine Frage von Frauke Teichmann. Ich lese einfach vor. Lieber Herr Knoch, herzlichen Dank für den überaus interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, was für Risiken oder auch Vorteile Sie in Bezug auf die von Ihnen erläuterte Auflösung der Differenz von Geschichte und Gegenwart für die konkrete Lehre in der Schule sehen. Also wie geht Bildung in der Schule damit um, dass sich da Kategorien, mit denen wir gewohnt sind, umzugehen, immer mehr auflösen? Ja, vielen Dank. Ich würde mich gar nicht trauen, hier Lösungen zu präsentieren. Ich bleibe mal mehr bei der Frage der Risiken. Und da die Frage schon ja vor ein paar Minuten gestellt worden ist, kann man schon voll drüber nachdenken. Das ist der große Vorteil dieser Chatisierung der Fragen. Also im ersten Punkt würde ich da machen, das Risiko beginnt vielleicht gar nicht unbedingt in der Schule, sondern in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden. Und nicht wegen der Lehramtsstudierenden, sondern wegen der Fülle an Bedarfen, die in diese Ausbildung hineinkommen. Ganz konkret heißt das, dass Geschichtslehrerinnen und Lehrer zukünftige in immer geringerem Umfang letztlich Fachgeschichte und damit verbundene theoretisch-methodische Fragen studieren können.
die Reduzierung letztlich des Anteils des Fachstudiums am Geschichtsstudium, und damit meine ich nicht ein explizites gegenstandsbezogenes, sondern auch theoretisch-methodische Fragen, die ich ja versucht habe zu adressieren. Also was heißt eigentlich, die Verhältnisse von Gegenwart und Vergangenheit auch miteinander in Bezug zu setzen? Das nimmt deutlich ab, und ich halte das für ein Problem, weil in der Schule, so meine Wahrnehmung, die von vielen anderen ja auch, die Ausgangslage der Beschäftigung gerade mit dem Thema Holocaust auf eine ungleich komplexere Situation trifft, als das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Diversität in unterschiedlichster Hinsicht heißt eben auch, Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven und persönlichen Erfahrungen. Ich habe den Eindruck, dass das häufig mit dazu beiträgt, aber kann mich nicht auf empirische Erkenntnisse an der Stelle stützen oder Studien stützen, dass hier möglicherweise Personalisierung und die Suche nach Authentizität als der gemeinsame Nenner dieser Diversität gesucht wird. Und das heißt, dass bestimmte Fragen, die jetzt nicht salopp als Strukturgeschichte zu betrachten sind, sondern die an diesem konkreten, komplexen Gegenstand auch in einer Weise zu behandeln sind, der die Komplexität der Erkenntnisgrenzen deutlich machen müsste. Und das nicht nur auf einer Gefühls-, sondern auf einer kognitiven Ebene, dass das darunter möglicherweise zurücktritt. Also in der Kombination dieser Faktoren, Schwierigkeiten, das in der Ausbildung schon unterzubringen, die Komplexität des Gegenstands und die diverse Ausgangslage. Und mir scheint es, dass so diesen Schub hin zu einer, sagen wir mal, Suche nach einer intrinsischen Anschaulichkeit, die dann Fragen beantwortet, bevor man sie möglicherweise hat stellen können, auch weil die Bedingungen das nicht zulassen, eher verstärkt. Vielen Dank. Ich werde jetzt weitermachen mit 2 Fragen an Cornelia, habe dann noch eine von Oliver von Brochem an dich, Habbo, und werde nur meine stellen. Ich habe leider sehr viele, aber ich würde es auf eine reduzieren, aber nur dann, wenn keine weiteren Fragen auftauchen, sonst stelle ich mich natürlich zurück. Ich zitiere, Cornelia Siebeck hat das Aufstellen etc. von Gedenkstelen deiner Ansicht nach Grenzen. Ich frage, weil diese von Jugendlichen oft als bereits verhandelte und gedeutete Geschichte, also gesetztes Wissen gelesen werden. Es stellt sich die Frage, wer wie lernt, und ist für Jugendliche der Zugang übers weiche Gedächtnis nicht der partizipativere und damit auch der nachhaltigere. Vielleicht braucht es auch immer beides. Richtet sich die Manifestation nicht eher an die Umgebung, Klammer, die Bevölkerung eines Ortes, in dem zum Beispiel ein Außenlager bestand, die wir nicht mehr mit Vermittlungsangeboten erreichen? Das ist die Frage. Okay, dann bevor jetzt noch mehrere dazukommen, antworte ich da mal. Ich finde, das ist eine gute Frage, zu der ich aber auch, glaube ich, also letztlich ist es halt eine Frage, wie man mit Jugendlichen oder überhaupt mit Menschen, Zielgruppen, also wie man eigentlich mit diesen Orten umgeht, wenn man sie besucht. Und es ist natürlich so, und das ist ja auch das Ziel dieser Bemühungen von erinnerungskulturellen Akteuren, die versuchen, ein bestimmtes Gedächtnis im öffentlichen Raum sozusagen festzuschreiben, dass in dem Moment, wo es sozusagen dasteht, es fertig ist. Und dann geht man halt hin und setzt sich damit auseinander, aber es ist nicht mehr sichtbar, was für Auseinandersetzungen stehen da eigentlich dahinter und so weiter. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade diese postkolonialen Bewegungen anschaut, die ja auch sehr stark auf Straßenumbenennungen und Gedenkorte setzen, auch da wird irgendwann der Moment eintreten, dass die Gedenkorte eben da sind und es sozusagen ein hartes Gedächtnis geworden ist. Aber ich denke, was wirklich immer sinnvoll ist und was ich auch selbst jahrelang mit Jugendlichen gemacht habe, ist eben mit Jugendlichen oder eben in pädagogischen Settings sich eben mit der Geschichte hinter diesen Manifestationen auseinanderzusetzen und wirklich zu fragen, wie kommt es denn dazu, dass die da stehen, was hat die Akteure bewegt, und dann eben auch mit der Frage, wie stehe ich denn dazu, gefällt mir das nicht,
wie möchte ich denn eigentlich gerne erinnern? Und ich glaube, indem man auch zeigt, dass hinter Denkmälern, Gedenkstätten Akteure mit bestimmten Anliegen stehen, die man natürlich dann nicht mehr dauernd sieht, kann man natürlich auch in eine partizipative Diskussion und möglicherweise auch später in irgendwelche Aktivitäten eintreten, eben an der Herstellung von Gedächtnis im öffentlichen Raum auch teilzuhaben. Ja? Und das bringt mich mal noch zu dieser Frage der Stolpersteine, weil die, glaube ich, ganz gut dazu passt. Das ist natürlich ein Projekt, was hoch partizipativ ist und in diesem Sinne also auch sehr in der Tradition dieser damaligen Gedenkstättenbewegung steht, weil eben Bürgerinnen und Bürger Biografien recherchieren, sich mit Orten auseinandersetzen, wo die Menschen zuletzt gelebt haben und das dann eben auch in der Alltagswelt für alle sichtbar werden lassen. Also man kann an den Stolpersteinen jetzt viel kritisieren, aber ich sag mal, was jetzt Partizipation und Engagement und Mitmachen beim Gedächtnis bilden angeht, ist es ein sehr interessantes Projekt. Gut, jetzt war noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Die Frage ist an Hamburg gerichtet und ich werde von Olli von Brochem aus Hamburg, Gedenkstätte Neuengamme. Ich lese das jetzt mal vor und wie gesagt, wenn dann noch Zeit ist, stelle ich noch eine eigene Frage. Und zwar die Frage von Olli lautet: Wie verhält sich der Vorschlag, weniger von den Rezipienten oder Rezipientinnen herzudenken, zum Umstand, dass wir selbst als Einzelpersonen und Institutionen Rezipientinnen gegenwärtiger Entwicklungen und an sie gestellter Erwartungen sind? Die visuellen Sehgewohnheiten und Bedürfnisse werden ja in den Institutionen selbst verhandelt, beispielsweise der Sog des Sag- und Sichtbarmachens. Das ist die Frage von Oliver von Brochem. Vielen Dank. Ich nehme die gerade im Chat aufgepoppte Information auch nochmal nicht nur schulische Lehrkräfte, sondern auch außerschulische Jugendbildung und Fachkräfte der Jugendarbeit mit in den Blick zu nehmen, gerne auf. Das in der Tat zeigt das breite Spektrum, wo ja auch viele Aspekte dessen, was Cornelia Siebeck angesprochen hat und bis in die heutige Gedenkstättenarbeit stark verwurzelt sind und ja auch oft daherkommen. Oft unterschätzt und wichtig. Hat viel mit der Frage von Olli von Brochem zu tun. Ich glaube, so in der Spezifik derjenigen, die als Gedenkstättenmitarbeiterinnen und Verantwortliche tätig sind, trifft vielleicht das zu, was ich am Anfang von der eingesunkenen Debatte gesagt habe. Nicht auch zuletzt durch die generationelle Prägung durch diese Debatte. Ist ja für viele auch ein Anfangspunkt gewesen, tatsächlich sich mit diesem Gegenstand in diesem Spannungsverhältnis von Undarstellbarkeit, Unsagbarkeitstopos einerseits, andererseits aber es gibt dann eben doch ein Selbstverständnis und eine Selbstverpflichtung, die man bei sich selbst sieht, nach Wegen zu suchen, wie genau das kommuniziert werden kann. Ich benutze einen sehr offenen Begriff. Und ich glaube, das wäre für mich der Ausgangspunkt, um zu sagen, bei denjenigen, die in den Gedenkstätten in diesem Sinne tätig sind, ist die klassische Form der Standpunktbezogenheit etwas, das schon nach meiner Wahrnehmung so eine intrinsische Ausstattung ist. Also vielleicht etwas, das zur professionellen DNA mit dazugehört. Man kann und muss sicherlich darüber diskutieren, inwieweit das auch für die Zukunft gilt und auch für folgende Akteurinnen und Akteure in der Gedenkstättenarbeit. Das betrachte ich gar nicht per se kritisch, sondern glaube, man muss es in einen Diskurs stellen. Und das passiert ja auch an vielen Stellen, wie allen bekannt ist. Und ich glaube, man muss diesen Diskurs über die Frage der Standpunktbezogenheit in den Gedenkstätten aktiv führen. Das meinte ich vorhin auch damit, dass wir diese Hidden Agenda, wenn man so will, diese eingesunkenen Positionen, aber auch Formen, in denen wir uns des Fragmentarischen, des Zerbrechlichen bewusst sind,
nicht hinter die Dinge zurückstellen und auch den Prozess, dessen wir uns darin gewahr werden, nicht hinter die Dinge zurückstellen, die wir dann in der Gedenkstätte präsentieren. Ich glaube, da braucht es mehr Transparenz der Auseinandersetzung mit den Grenzen auch in der eigenen Arbeit, was den Gegenstand angeht. Nicht der Persönlichkeit, sondern was den Gegenstand angeht. Und das, glaube ich, ist sicherlich auch etwas, das diejenigen, die in Gedenkstätten arbeiten, mit denjenigen, die sich außerhalb von Gedenkstätten vielleicht jetzt mehr im wissenschaftlichen Kontext Gedanken darüber machen oder das immer schon gemacht haben, verbindet. Nämlich, dass es hier nicht um einen selbst geht, sondern um die Reflexion auf den eigenen Standpunkt, der ja aus einer Motivation herausgetragen ist, sich genau mit dieser Aporie auch auseinanderzusetzen und Wege dafür zu finden. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann kann ich, glaube ich sehe jetzt im Chat keine weiteren Fragen, eine noch anschließen, die mich beschäftigt. Jetzt, wenn ich das sehr überspitzt und verkürzt zusammenfasse, berichtet ja Cornelia über diese Entwicklung, dass eine Manifestation überhaupt erst stattfinden konnte, eine nachhaltige, und die Eröffnung eines breiten diskursiven Raumes, der quasi zur Verhandlung von NS-Geschichte zwingt durch diese Verräumlichung, also durch eine bauliche Manifestation auch der Erinnerung im Sinne von Gedenkstätten, NS-Dokumentationszentren und so weiter. Und du, Habbo, machst ja darauf aufmerksam, eigentlich, dass wir in eine neue Phase eingetreten sind mit in dieser Phase, sage ich mal, des Bedürfnisses nach visueller Darstellung und auch dieser konsumerablen Dimension, wie du es genannt hast. Das heißt, das, was ja doch eigentlich, so wie ich Cornelia verstanden habe, dass ja genau diese Öffnung diskursiver Räume und diese Verräumlichung jetzt sich auch wieder im Auflösen befindet, weil es eben jetzt nicht um kritische Reflexion, um die Auseinandersetzung geht, sondern eher wieder um den Konsum und um die Versöhnung mit der Vergangenheit durch diese ästhetische Dimension. Also Bilder haben ja immer was Ästhetisches und sind dann eben leichter konsumierbar. Meine Frage geht dahin, ist das denn eine allgemeine Tendenz? Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass das auch alles immer mehr zerfließt? Das ist ja das, was du sagst. Du hast ja auch in deinem Vortrag, Habbo, Hayden White erwähnt, also der Linguistic Churn, nochmal für alle sehr verkürzt. Das ist ja die Auffassung, alles ist Literatur, auch Geschichtsschreibung ist Literatur, weil immer die Meinungen der Autorinnen und Autoren einfließen und so weiter und so fort. Das heißt also, sowas wie historische Wahrheit gibt es ja gar nicht. Du hast darüber gesprochen, auch über Theorieangebote, auch das, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, verfließt. Das sind natürlich auch Konstruktionen, das müssen wir uns ja bewusst machen. Vergangenheit ist eine Konstruktion, Gegenwart, was soll schon Gegenwart sein, ist ja jetzt schon wieder vorbei. Auch das ist eine Konstruktion. Nun könnte man ja aber auch so weit gehen und sagen, ja gut, wir sagen, Gedenkstätten dienen auch der Spurensicherung, weil es um Beweisfindung geht, auch in dem juristischen Sinne. Aber auch das sind Konstruktionen. Ne? Also auch Forensik ist eine Konstruktion, nur dass hier halt nach die Spur im kriminalistischen Sinn eben nach juristischen Parametern nach Schuld und Unschuld und richtig und falsch gedeutet wird. Aber letztendlich ist auch das eine Konstruktion. Das heißt, grundsätzlich ist ja alles dekonstruierbar. Ja? Und jetzt will ich gar nicht von Niklas Luhmann oder anderen sprechen, Kommunikation. Aber wenn alles so auf dem Prüfstand steht und zerfließt und wir vielleicht sogar bei dem Theorieangebot auch wieder sehr stark in Richtung eben von auch solchen Formen der Dekonstruktion ausgehen, wie verhält sich das dann eben mit dem normativen Anspruch, den wir doch alle haben und haben müssen? Wird es weiterhin so sein, dass einfach der empirische Gegenstand, nämlich die Verbrechen und was du geschildert hast, diese Relation von Opfer und Umfeld, dass da eigentlich alle Parameter, die normalerweise so ein Verhältnis konstituieren, eben über den Haufen geworfen werden, sich ins Gegenteil verkehren, dass das auch diese Fassungslosigkeit aufmacht. Bleibt das bestehen oder laufen wir, ich will es mal so ausdrücken, laufen wir Gefahr, ich werte das damit, das ist mir klar, aber geht es doch in die Richtung dann auch, dass eigentlich alles dekonstruierbar ein Stück weit auch beliebig wird durch diese sehr starke Verlagerung auch in den virtuellen Raum. Ja, vielleicht ihr beide, dann habt ihr auch das letzte... Ich würde gerne kurz ein bisschen was zurechtrücken. Ja, gerne, natürlich. Und zwar, ich wollte, also du hast gesagt,
also du hast es sehr positiv dargestellt, sage ich mal, diesen Move oder was daraus folgt, dass diese Orte im öffentlichen Raum sichtbar geworden sind, dass das sozusagen automatisch zu einem kritisch-reflexiven Geschichtsbewusstsein führt. Und so habe ich das nicht gemeint. Natürlich sind es Räume, in denen das stattfinden kann. Aber wenn ich sage, man muss sich dazu irgendwie verhalten, also das ist eigentlich der pure Effekt davon. Und dazu verhalten kann auch heißen, ich will das sofort wieder abreißen. Ja? Oder ich finde es blöd und schaue mir lieber irgendeine App an. Also, aber es ist eben, also ich wollte einfach nur sehr abstrakt sagen, dass dadurch eine Veränderung eintritt, die zu einem Verhalten der jeweiligen Gesellschaft im Umgang damit zwingt. Ja, und das, wenn ich sage, das hat den bundesrepublikanischen Gedächtnisdiskurs stark verändert, dann meine ich, dass ich der Überzeugung bin, dass viele Debatten und die wir dann in den 80er und 90er Jahren hatten, bis hin zu sowas wie der Weizsäcker-Rede, wahrscheinlich nicht so stattgefunden hätten, wenn man nicht sozusagen diese massive Tatsächlichkeit dieser Orte plötzlich überall gehabt hätte. Also das war eigentlich meine Message und jetzt kann Habbo die komplexen Fragen beantworten. Vielen Dank für die Klarstellung. Ja, das war wichtig. Ja, Habbo, dann vielleicht ja kurz auf die Frage. Ja gut, musst du gucken. Vielleicht als ersten Punkt, ich würde nicht so sehr ins Zentrum dieses Paradigmenwechsels, den ich angedeutet habe oder versucht habe, auch ein bisschen zu belegen, das Visuelle und Kommensurable stellen. Denn das gibt es von Anfang an. Und könnte auch sehr zugespitzt sagen, die Ersten, die visualisieren und kommensurabel machen wollen, sind die Überlebenden selbst in der unmittelbaren Nachkriegszeit und sehr häufig auch ohne Hinweise auf das Undarstellbare. Immer in verschiedenen Formen mit einer klaren Distanz zwischen hier und dort, aber nicht automatisch in Verknüpfung mit der Form der Undarstellbarkeit. Das ist tatsächlich ein Diskurs, der in Reaktion auf massenmediale Produktionen wie Holocaust, aber auch schon davor, nicht zuletzt sehr pointiert durch Elie Wiesel, artikuliert worden ist und diese Entgegensetzung entstehen lässt. Aber visuell und kommensurabel ist die Holocaust-Erinnerung in vielen Bereichen, und das gilt Holocaust hier für mich immer verstanden, Tagungsthema, aber für mich verstanden für die gesamten NS-Verbrechen, sehr früh und gerade schon bei den Überlebenden. Das finde ich an sich als Gegenstand auch genau zu betrachten, gerade weil auch im Chat die Frage der überlebenden Erinnerung gekommen ist. Also ich glaube, man darf auch im historischen Rückblick nicht den Kurzschluss machen, dass die Frage der Grenzen der Darstellung eine ist, die unisono von Überlebenden so geäußert worden ist. Das ist innerhalb der komplexen Gruppe, ist zu Recht darauf hingewiesen worden im Chat, innerhalb der komplexen Gruppe ja selber ein umstrittener Diskurs in unterschiedlichsten Ebenen. Mein Punkt des Paradigmenwechsels im Geschichtsmodell hat mehr was mit dem Geschichtsmodell zu tun, Entschuldigung. Dass nämlich die zunehmende Auflösung der Grenze von Gegenwart und Geschichte eine neue Konstellation erzeugt. Also das Erlebnis geht davon aus, dass die Vergangenheit ohne Brüche tatsächlich in das eigene Ich, in die eigene Erlebniswelt zu integrieren ist. Und der Mythos ist quasi die Entzeitlichung, weil es keine Art von Linearität oder Entwicklung mehr gibt, sondern man auch in bestimmten Formen, wie mit Überlebenden umgegangen wird, und dann auch eine Form der Entzeitlichung. Also man will damit auch sicherstellen, dass Überlebende letztlich auch präsent bleiben. Dafür gibt es gute normative Gründe in jedem Fall. Ich glaube, auch das muss man eben mit Blick auf diese angesprochene Frage selber Teil, selber Rolle, selber Katalysator dieser Prozesse kritisch mit betrachten. Ich sehe mich, das war meine dritte Bemerkung, weil du den Hayden White dann so stark gemacht hast, gar nicht in dessen Tradition, sondern wenn ich einen Namen nenne, der natürlich allen bekannt ist, wenn dann eher im Spektrum des Denkens von Saul Friedländer. Der nun sich genau mit dieser Frage sein ganzes Leben lang, beziehungsweise nicht sein ganzes Leben lang, sondern als die Erinnerung kam, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre,
genau mit dieser Frage methodisch auseinandergesetzt hat und die Inkommensurabilität des historischen Prozesses aufgrund der vielfältigen Perspektiven und der Zerstörung der Opferperspektive, die trotzdem überliefert ist, zur Grundlage seines Arbeitens gemacht hat. Und da würde ich sagen, nein, in keinem Fall glaube ich, dass wir Dekonstruktion dem zugrunde legen sollten, sondern eine Reflexivität über die historische Entwicklung, in der dieses Geschehen perspektiviert worden ist, die Veränderungen, aktuelle Entwicklungen, wie ich sie skizziert habe, aber natürlich auch eine Reflexivität darauf, woher eigentlich normative Positionen in dieser Debatte kommen. Und mein Plädoyer zu sagen, wir müssen oder sollten die Holocaust-Erinnerung aus dem Gegenstand heraus betrachten, ist ja gerade keine dekonstruktive, sondern davon auszugehen, dass wir mit einem immer reflexiv zu betrachtenden Werkzeug, und das ist kein rein historiografisches Werkzeug, das ist auch ein zeitübergreifendes Werkzeug, das wir brauchen, tatsächlich auch von dort aus das zu betrachten und nicht umgekehrt von der gegenwärtigen Fassungslosigkeit den Grad dessen bestimmen zu lassen, was wir am Holocaust als fassungslos betrachten. Weil das will ich nochmal zum Abschluss sagen, das ist mein letzter Satz. Wir sind vielleicht zu komplex in dem, was wir sagen, aber nichts ist komplexer als der Gegenstand, um den es hier in dieser Tagung geht. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, man versteht mich auch so gut. Das Headset hat leider den Geist aufgegeben. Es kamen noch 2 Fragen, aber wir sind jetzt noch fast just in time, 4 Minuten drüber. Deshalb bitte ich um Verständnis. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, es kam der Hinweis, ja, wir müssen daran denken, es gibt nicht nur die sogenannten großen Gedenkstätten und die Stiftungen, die häufig mit dem Begriff der Verstaatlichung in Zusammenhang gebracht werden, sondern nach wie vor eine große Anzahl an, ich sage mal von der Ausstattung her kleineren Orten, nicht von der historischen Bedeutung, die sehr stark nach wie vor von zivilgesellschaftlichem Engagement leben. Es kam die Frage auf, braucht es denn noch historische Orte, wenn das Online-Gedenken immer mehr und eine größere Rolle spielt? Und es kam die Frage auf, wie gehen Gedenkstätten eigentlich um damit, dass die moralische Autorität der Überlebenden als Bezugspunkt des eigenen Handelns nicht mehr da ist? Also was folgt daraus für die Gedenkstätten? Kolleginnen und Kollegen selbst. Ich würde Sie darum bitten, ich habe es am Anfang schon gesagt, es gibt noch ein Panel zur Digitalisierung, es gibt eine Podiumsdiskussion zur Erinnerungskultur, es gibt ein Panel zu Erinnerungsräumen. Ich denke, diese beiden Fragen sind dort sehr gut aufgehoben und würde eben tatsächlich bitten, dann diese Fragen auch dort zu stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin wirklich beeindruckt von den beiden Vorträgen. Ich bin beeindruckt von der großen Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern und der regen Diskussion. Vielen Dank dafür. Ich darf darauf hinweisen, dass wir jetzt 25 Minuten Pause haben und dass ich dann, ich gucke nochmal, um sicher zu gehen, ja, es ist richtig, dass wir dann an Frank Bajor und Detlef Gabe übergeben mit dem sehr wichtigen Thema das Lager und die Gesellschaft oder das Lager in der Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns in 25 Minuten.